A lot of energy. Sehr viel Energie hier. And it's beautiful energy. Eine wunderbare Energie. And I can see many faces. Looks like, because it's a festival of Navaratri now in India. Heute ist ein Festival von Navaratri in Indien und hier. So here looks like many goddesses and many gods. Und so sind hier sehr Many viele people, Göttinnen und because Götter. it's beautiful. Das ist wunderbar. Anyone who is giving good energy to the universe is like God. Jeder, der gute Energie dem Universum gibt, ist wie Gott. And because this energy is not only for the house, this house in ashram, but this is Gute for Energie ist aber nicht nur für den Ashram, das Haus, but this is for everywhere, for whole universe. sondern auch in dem ganzen Universum. And so this is good for the prosperity and for the good and well-being for the whole universe. Das ist gut für das Wachstum und für den Fortschritt im ganzen Universum. Yeah. And as it is Navaratri, so you know the meaning of Navaratri? Jetzt ist Navaratri. Kennt ihr die Bedeutung von Navaratri? So Nav means 9 and Ratri means nights. So Navaratri means 9 nights. Also das erste ist 9 und dann sind es die Nächte, also sind es die 9 Nächte. So Navaratri is a festival of 9 days and nights. Also Navaratri ist das Fest von 9 Tagen und 9 Nächten. And this festival is actually a festival of a victory of good over the evil. Und dieses Fest ist das Fest des Sieges, des Guten über das Böse. And throughout in India, in many parts, like from north to south and east to west, it is celebrated in different ways. Und in Indien, in vielen Teilen, vom Norden nach Süden, vom Osten nach Westen, wird es überall etwas anders gefeiert. But the main theme is always same. Aber es ist immer eine bestimmte Wichtigkeit. And the theme is good wins over evil. Und das Thema ist, das Gute gewinnt über das Schlechte. Okay, so as we know that regarding all the festivals, there is always a mythology behind it in Indian festivals. Und in Indien bei den Festivals ist da immer eine Mythologie dahinter. So for this Navaratri also there is a mythology behind it. Und auch hier bei Navaratri ist eine Mythologie, mythische Magie dahinter. And two mythologies, one is related with the Devi, Adi Shakti. Und 2 Mythologien sind wichtig, einmal die Devi, die Adi Shakti. And second with the Rama. Und zweitens geht es um Rama. So we sing a lot of songs of Rama and Shakti. Es werden also viele Songs von Rama und Shakti gesungen. And a little bit some mythology about Devi for Navaratri. Natürlich geht es auch um die Devi an Navaratri. So as there are good and evil, so same they will always remain there. At the moment also in past also they were the good and evils, demons. Es geht um das Gute, um das Böse und vor allem eben um die Guten und die Bösen, das sind natürlich die Dämonen. So in past also there was, when after the demise of Andhakasur, he was a demon. The demon king Andhakasur, he was very powerful, but after his demise there were no demons. Also ging vor allem um einen Dämon. The name of Andhakasur. Also das war der Name von dem Dämon und der wurde also besiegt. Yes. So there were only two powerful, but not that much powerful, who became a king. But there were 2 demons still remain there. Their name was Shambha and Nishambha. Es waren also 2 Dämonen, die Namen hat er gerade gesagt, und da war noch ein König dabei. Yes. But they were not that much powerful. So the Daitya Guru means because everyone, either the good people or the devas, like the angels or demons, everyone, they have their gurus, who teaches them how become more intelligent, how become more powerful. Und die waren jetzt nicht nur böse, sondern die hatten natürlich auch Lehrer, also Gurus, und die haben denen beigebracht, wie sie eben kraftvoll sind. So these demons like Shambhu and Nishambhu, they also had the guru. The name was Shukracharya. Also die beiden Dämonen mit diesen beiden Namen hatten auch einen Guru, der hat auch einen Namen. Yes, Shukracharya. So Shukracharya asked them that you should now meditate on Brahma. Und der Lehrer hat gesagt, ihr solltet jetzt meditieren über Brahma. And Brahma is actually, he's a creator of all universe. The meaning of Brahma means universe, the knowledge. Und der Brahma ist der Schöpfer von dem ganzen Universum und sein Name ist das Wissen. And this universe is full with the knowledge, power, strength, everything. Whatever you want from this universe, you can get from it.
Und das Universum beinhaltet alles, das Wissen und alles, was du dir davon wünschst, kannst du da bekommen. Okay, so these Shambhu and Nishambhu, with their education from their guru Shukracharya, they start meditating. Und die beiden Dämonen mit diesen beiden Namen und haben also begonnen mit ihrem Guru, der auch den Namen hat, zu meditieren. They start chanting Om Brahmane Namaha, like it's a mantra also, Om Brahmane Namaha. Und die haben gesungen Om Brahmane Namaha. Namaha. And their meditation was very strong. Their penance was very strong, very powerful. Und diese Meditation, die wurde sehr, sehr stark und sehr kraftvoll. And after many years they did like this way. So Brahma appears in front of them and asks them, I'm happy with you, I'm very pleased with your penance and your strong meditation. Ask what you want. Und sie haben sehr lange meditiert, viele Jahre. Und dann kam Brahma und hat gesagt, ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich über eure Meditation. Deshalb könnt ihr euch wünschen, was ihr wollt. Was möchtet ihr? So they said, because all the demons, they always want to immortal. So same way they said, we want, give us the strength and make us immortal. Und Dämonen wollen immer unsterblich sein. Und so sagten sie, gib uns die Unsterblichkeit. Okay. Brahma said it is not possible. Anyone who takes birth, he has to die. So und dann sagte you Brahma, have to also die. Das ist nicht möglich. Jeder, der geboren ist, wird auch sterben. Ich kann euch das nicht geben. But Brahma thought that I should do something. So Brahma thought in his mind. Brahma said, I can suggest what kind of boon you should ask. Aber ich kann euch etwas anderes geben. Und da hat er darüber nachgedacht und gesagt, ich weiß, was ich euch gewähren kann. You should ask that no man in any form can kill you. Ihr könntet zum Beispiel euch wünschen, dass kein Mensch in welcher Form auch immer euch besiegen kann. Okay, so both the demons, Shambhu and Nishambhu, they thought, oh Brahma, maybe he's right, because man, either in the form of the god, angels, or man, any form, if they cannot kill us, it means we are almost immortal, because once they are very delicate, so they cannot kill us. It means we are almost immortal. So they asked, please give us this one. Und dann haben Shambhu und Nishambhu überlegt, ja, wenn uns keiner umbringen kann, dann sind wir ja fast unsterblich. Also bitten wir Brahma darum. Okay, then Brahma says, Tathastu. Tathastu means now you got it. Und der Brahma sagt, okay, ja, gewähre ich euch. Okay, and after that, as soon as they got the boon, they became very powerful. They attacked over the heaven where the angels, the devas lives, and they captured the heaven. Und dann sind sie machtvoll geworden und sind in den Himmel gegangen und da waren die Engel und die Devas und die Dämonen sind aber sehr kraftvoll geworden. And they were now doing all the like bad things, whatever the demons can do. They were like on the earth. Earth is known as Bhulok, in Bhulok, and heaven and in hell. Everywhere, they were everywhere present and doing all the kinds of bad things. Und auf einmal waren die überall präsent, im Himmel und auf der Erde und überall und haben schlechte Dinge gemacht. And the angels who had run away from the heaven, they went to the Brahma, Vishnu and Mahesh for asking help. Please help us. What do we do? Und die Engel sind dann losgelaufen zu Brahma, Shiva und Vishnu und haben gesagt, könnt ihr uns bitte helfen? And they blamed Brahma. They said, Brahma, why every time you give this boon to this demon, every time new demon comes and they just makes us out from this heaven. Und dann haben die gesagt, ja Brahma, was hast du da gemacht? Ne? Also, weil jetzt herrschen die da und machen lauter schlechte Sachen. Wie konntest du dieses gewähren? Humanity. Und das ist wirklich gegen die Menschlichkeit. Okay, Brahma said, for me, I'm the creator of this universe. For me, everyone is same. Either it's human, either it's angels, or either demon. For me, everyone is same. Whoever penance or meditate over me, he will get the boon. Und Brahma hat gesagt, für mich sind alle gleich. Wer immer wirklich starkes Sadhana macht und Askese lebt, dem gewähre ich das auch. But it depends upon those people how they are using this energy or this boon or the strength what they are getting from after getting the boon from me. Aber natürlich hängt es von der Energie der Wesen ab, wie sie dann diesen Wunsch, den ich ihnen gewähre, dann verwenden. Because if they use this energy or this boon for properly in a good way, then it brings prosperity to them and to the whole universe. But if they use it negatively, then in this work, what they are doing, the secret of their destruction is inside in that.
Also wenn Sie diese Energie positiv verwenden, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Aber wenn Sie das in einer negativen Art verwenden, dann ist dieses Negative schon in dem Wunsch enthalten. So Brahma said to angels, don't worry, you should now pray and ask the Adi Shakti to come and help you, because und Brahma hat gesagt, also ihr sollt jetzt nicht verzweifeln, sondern ihr könnt beten an Adi Shakti und die wird euch helfen. Because only Adi Shakti can kill these two people, these two demons, no one else. Weil nur die Adi Shakti kann diese beiden Dämonen beseitigen, umbringen. Then all the angels together with Brahma, Vishnu, Mahesh, they pray to Adi Shakti to come. Und Brahma, Vishnu und Mahesh und alle Engel, die haben dann zu Adi Shakti gebetet, please, bitte hilf uns, komm. So the Adi Shakti has many forms. So here also Adi Shakti comes in a form of a young woman. Und Adi Shakti hat viele Formen und so kam die Adi Shakti jetzt in der Form einer jungen Frau. Young, beautiful woman, and she started living in the Kailash, in the mountain with a palace. Und eine junge, wunderschöne Frau, die kam aus den Bergen, die lebte dort in einem Palast. She was beautiful and she was like knowledgeable in all kinds of art, music, everything. She knew everything. Und sie war wunderschön und sie war auch ganz bewandert in Kunst und Musik und sie war einfach allem. And then the Shambhu and the Shambhu, they became very powerful, living like a king in the heaven. But their Guru, their Guru, Shukracharya, he was worried about them. He thought that now they became very powerful, but they are not using their intellect. Und Shumba und die Shumba, die lebten dort jetzt im Himmel und es ging ihm wunderbar, wie ihr Guru Shukracharya, der dachte, na, sie ihren Verstand, den benutzen sie aber nicht. So he then from his power he generates 3 more demons, the Chanda, Munda and Raktabija, and he asks, you go to the heaven, to the Shambhu Nishambhu and ask him and help him. Und jetzt hat er noch 2 andere Dämonen erschaffen, die hatten auch 2 Namen. Und die hat er dann in den Himmel geschickt und hat gesagt, die sollen den beiden, die sollen dort helfen. Yeah, the names were Chanda, Munda and Raktabija. Also Chanda, Munda und Raktabija hießen Raktabija. Give him proper advice. Und die sollen jetzt gute Ratschläge geben. So these 3 demons went to the heaven, and now they are there, and they said that Shukracharya, your Guru, sent us to give you good advice. Und diese 3 Dämons, die gingen jetzt in den Himmel und haben dann gesagt, also Shukracharya, dein Guru, hat uns geschickt, um dich zu beraten. So you can spread this demon everywhere. Du kannst das Böse überall verbreiten. Okay, but because they were the demons, so once these demons, some of their soldiers, they were wandering around, and they went to the Kailash, and they saw there in the Kailash there is a beautiful palace. And from beautiful palace, there inside there is some beautiful woman is there, the Adi Shakti, the form of Adi Shakti, which is in a beautiful young woman form, playing Veena. They see it and they become mesmerized. What a beautiful woman doing here. Und diese 3 Dämonen, die gingen jetzt von Palast zu Palast und da waren auf einmal ganz wunderschöne Formen der Adi Shakti in Form von wunderschönen jungen Frauen und die waren völlig mesmerisiert. So they came to heaven to tell their Lord, Shambhu and Shambhu. They said, there in the Kailash, there's a beautiful palace and there's a beautiful woman is living there. And she sings very well, and more than singing, she is very beautiful. She should be the queen of yours here. So you should marry with him, and we should bring her here. The messenger, demon messenger, they went to the heaven and to tell their Lord that you should bring the beautiful also der Gesandte von den Dämonen, der ging jetzt also zum König und hat gesagt, da sind wunderschöne Frauen und die singen so toll und da müsste jetzt unbedingt geheiratet werden. So then Shambhu Nishambhu thought, okay, but they start thinking that, okay, it's beautiful, but we are 2 brothers. Shambhu Nishambhu, they are brothers. They thought, then who will marry with her? They start thinking that who will marry with her. Then Nishambhu said, okay, you are the big Shambhu, then you marry with her, and I will go to the hell, and I become a king of hell.
Also They decided themselves. es waren ja zwei Dämonen und das waren also die Brüder Shumbo und die Shumba und die haben jetzt überlegt, ja, also wer kann die jetzt heiraten? Wir sind ja zwei. Also heiraten kann ja noch einer und dann hat die Shumba gesagt, er geht in die Hölle und wird dort der Könige der Hölle. Then they sent their messenger to the lady, and the messenger went there, and the messenger said, "Our Lord, the king of all the three lokas, wants to marry with you." Und dann haben sie einen Gesandten geschickt und haben die hübsche Frau gefragt, also hier der König, ein König möchte dich heiraten. Then Adi Shakti, which is in the form of beautiful young lady, she said, "Okay, no problem, but I have one condition." Und die Adi Shakti, die jetzt in Form dieser schönen Frau da war, sagte, ja, kein Problem, aber ich habe noch eine Bedingung. Yeah, I promise to my friends that whoever defeat me, I will marry only with that man. So before marrying, he has to fight with me, and if he can defeat me, then I will happily marry with that your king. Ich habe mit meinen Freunden vereinbart, dass ich nur den heiraten werde, der mich besiegt. Also der da mich heiraten möchte, der muss mich erst besiegen. Okay, they came back, the demon messenger, and they tell this story to their Lord, their king, Shambhu. Shambhu said, "Okay, she is very soft, delicate, playing and singing, so no need any of our army person can go there and defeat." But then they thought, "Oh no, one of us should go." Und dann kam also der Gesandte zurück und hat das also erzählt und dann haben die so überlegt, okay, da muss jetzt also jemand die besiegen und dann, wer soll das sein? Aber das müssen ja wir sein, also wir müssen die jetzt besiegen, einer von uns. But then they have this, Chanda, Munda and Rakta Vidya-vorträge. They advise him that you are the king of all the three lokas, you should not go first. Let us go there and let us bring her here next to you. You fight with her and whoever defeat, then you marry with her. We will bring her here without fighting with our intellect. Jetzt haben die anderen 3 Dämonen gesagt, ja, aber weißt du, eigentlich bist du der König, du solltest da jetzt nicht hingehen. Wir werden sie also holen, wir werden sie herbringen und dann kannst du sie besiegen. Then first it was the Chandamunda. Chandamunda went there and they argue with her that you should come, but same thing, she said, "No, I cannot come with you. You have to fight with me." They argue a lot and at last they said, "Okay, let's fight." Und dann ist zuerst mal der Chandamunda hingegangen und hat gesagt, ich will dich besiegen, ich kämpfe jetzt mit dir. Und dann hat sie gesagt, nein, ich gehe nicht mit, also du musst hier mit mir kämpfen. Then there was a fight, and in this fighting, this beautiful lady, she became in the form of Chamunda, Ambika, and she killed both of them. Like Ambika Durga, she changed her form, became Ambika, and she killed Chanda and Munda, and since then she known as a Chamunda. Her name became Chamunda, one name. Und die junge Dame, die hat jetzt ihre Form verändert und wurde Chamunda und hat auch diesen Dämon da besiegt und seitdem gibt es eben diesen Namen Chamunda, das ist sie. And once the demon king, he got to know about that, what happened to Chandamunda, then he sent another powerful demon, Raktabija, who has a boon that if one drop of his blood goes on the ground, then from one drop, new Raktabija, new demon generates. Und jetzt hat der König den Raktabija angewiesen, er sollte mit ihr kämpfen und da gab es also ein Gelübde, dass wenn ein Tropfen von Blut von ihm auf den Boden fällt, dann würde immer ein neuer Dämon entstehen. So then Raktabija again went there and first he's mesmerized, but after argue he's ready for fight with that lady, young woman, Adi Shakti. Raktabija ist jetzt hingegangen und war erstmal völlig mesmerisiert, hypnotisiert, aber dann hat er sich mit ihr unterhalten und dann war er bereit zu kämpfen. They have fighting, but because every time the drop is coming down, new Raktabija is generating. So it was difficult, Devi in that form to kill Raktabija. Und dann haben sie gekämpft, aber für die Devi war das wirklich schwierig, weil jedes Mal, wenn sie ihn besiegt hat, dann ist ein Tropfen Blut auf den Boden gefallen und dann kam ein neuer und von dem her war es wirklich schwierig. Then she changed her form and she became Kali, the destructive form of goddess, the Adi Shakti, more destructive form, but only for demons. And she started killing the head and started drinking the blood. So she finished
all the Raktabija because she was drinking all the blood of Raktabija. Und dann hat sie ihre Form verändert und wurde zu Kali. Und dann hat sie gekämpft und all das Blut getrunken. Und jedes Mal, wenn ein Neuer kam, hat sie den getötet, das Blut getrunken. Und so ging es immer weiter. Und so ist Kali entstanden und sie hat besiegt. So this was a destructive form of Kali, which was later pacified by the Shiva. Because this destructive form, it can be destructive to anyone. Because after the drinking the demonic blood, the Kali became very aggressive. Und es ist aber die destruktive Kali und die wurde dann später besänftigt von Shiva, weil diese destruktive Kali, die kann jeden besiegen, indem sie das Blut trinkt. Now it comes to the Shambhu when he got to know that, oh, all of my powerful these soldiers, Raktabija, Chandamunda, they got dead. Then he thought she is not simple woman. She may be beautiful, but not simple. So, und das hat dann der König erfahren und dass eben die Dämonen jetzt besiegt waren und hat sich gedacht, naja, sie ist sehr kraftvoll, aber besonders einfache Person ist sie ja nicht. So he went together with his whole army. He took his whole army to fight with that lady, beautiful Shakti. Und ist dann also mit seiner ganzen Armee dorthin und hat diese wunderschöne Devi mit ihr gekämpft. He went there and he asked the lady to come out. So Shakti, which is in the form of a beautiful young lady, she came out. Und hat dann Shakti, also diese Devi in Form dieser jungen Frau, herausgefordert, sie sollte kommen. Und sie kam. As soon as Shambhu and Nishambhu, they saw this beautiful lady, they said, now looks like our arm, we cannot use our sword or our armament because you are so beautiful, so soft. How can we attack over you? Not possible. Und dann hat er gesagt, du bist so wunderschön, wie kann ich meinen Arm, mein Schwert gegen dich erheben? Ich kann meinen Arm, mein Schwert nicht benutzen. And they forget the boon that at the time of when they were meditating, what kind of boon they got, that they will killed by a woman because their mind, their intellect now demolished. So they forget that if they fight, they will kill by this woman. They forget this boon at that time. Und zu der Zeit war es ein Gelübde, dass sie nicht gegen eine Frau kämpfen konnten und diesem Anliegen mussten sie folgen und sie haben einfach alles vergessen, konnten nicht kämpfen. And again this Adi Shakti, which is in the form of beautiful lady, he said, again, if you want to marry me, I'm ready, but you have to first win me in battle. Und Adi Shakti hat gesagt, also wenn du mich heiraten willst, ich bin bereit, aber du musst mich bekämpfen, du musst mich besiegen. And then again it was a battle, and this battle for 9 days and 9 nights, like Navaratri. Und dann gab es einen Kampf und dieser Kampf dauerte 9 Tage und das ist Navaratri. And on the 9th day, the Devi, this Devi, which is in the form of a beautiful young lady, she killed both Shambhu and Nishambhu. Und am 9. Tag hat diese wunderschöne Devi dann die Dämonen besiegt. Okay, and this whole angels, the Brahma, Vishnu, Mahesh, the Devas, they pray to the god, this goddess, which killed this, that now you became known as a form of Ambika or Durga, and you will be again a form of Shakti. In the form of Shakti, you will be prayed throughout the universe. You will be worshipped in the form of Durga. Und dann waren die Dämonen besiegt und dann wurde ihr versprochen in der Form von Ambike und Shakti. Durga wirst du in Zukunft alle Dämonen besiegen können. So it was actually, these were different forms of Adi Shakti, not only one form. And there were, if you in different Puran, there are many names are mentioned for the one Shakti. And actually it was a different forms because this form in which she killed the Shambhu Nishambhu, it was like a young lady. But that was also a form of Ambika and Durga. But when she killed the Raktabija, at that time she was in the form of Kali. Also es gibt jetzt ganz viele Formen der Shakti und in der Form von der Amba und Ambika hat sie die Dämonen besiegt, aber es gibt eben auch noch andere Formen, also jetzt eben auch zum Beispiel die Durga und die Kali. And during this Navaratri also, in Indian, in all the 9 days, there are different forms of the goddesses there.
And we worship different forms of goddesses Und during the während Navaratri. dieser 9 Tage gibt es eben ganz viele verschiedene Gottheiten, göttliche Namen, Göttinnen, und die werden in diesen 9 Tagen, werden die alle verehrt. But at the end, it's the victory of good over evil. Aber am Ende ist es der Sieg über das Gut, von dem Guten über das Böse, das Dämonische. So here also is a beautiful atmosphere, a lot of good energy, beautiful energy, and whoever generates this beautiful energy, they are God, they are self. Und es ist hier so wunderschön, so eine wunderschöne Energie, und wer immer hier ist und in dieser Energie und die auch ausstrahlt, ist Gott selber. And this energy is not only remains here till our life, but after life also, it will remain there. Und diese göttliche Energie, die ist jetzt nicht nur hier, da, in diesem Leben, sondern die nimmt ihr auch mit, die bleibt auch. And because of this good energy, this proper energy, this world became prosperous and happy. Und wegen dieser guten, wunderbaren Energie ist es auch möglich, dass die Welt wächst und einfach weiter erblühen wird. Okay, thank you.